Oh, the rest of God is so beautiful. Good morning, friend. Ah, die Ruhe Gottes ist so wunderschön. Guten Morgen, Leute. Stop trying to do your own works for Jesus. Hört auf zu versuchen, eure eigenen Werke für Jesus zu tun. You know, I've studied a lot about how the early church functioned the first 100 years. Wisst ihr, ich habe viel studiert, wie die frühe Gemeinde in den ersten 100 Jahren funktioniert hat. Because I've realized we are so far away from what the church is really supposed to be. Weil mir bewusst geworden ist, dass wir so weit von dem entfernt sind, wie eine wahre Gemeinde sein soll. What's very interesting, Wisst ihr, was sehr interessant ist? the early church did not share the gospel out of obligation like most Christians do today. Die frühe Gemeinde hat das Evangelium nicht aus Verpflichtung gepredigt, wie die meisten Christen heute. For one another, Sie lebten füreinander. cared for one another, Sie kümmerten sich umeinander. experienced Jesus through one another. Sie erlebten Jesus durch jeden Einzelnen. And it was a natural thing that people got impacted with the life of Christ through them. Und es war ganz natürlich, dass das Leben Jesu durch sie auf die Menschen Auswirkungen hatte. Today it's so different. Heute ist das so anders. We have to go and preach the gospel. We have to go and preach the gospel. We have to preach the gospel. Wir müssen das Evangelium predigen. Wir müssen das Evangelium predigen. One of the greatest evangelists that has lived in this century, undoubtedly, must have been Billy Graham. Einer der größten Evangelisten dieses Jahrhunderts war ohne Zweifel Billy Graham. Do you know what he said towards the end of his life? Wisst ihr, was er gegen Ende seines Lebens gesagt hat? If he could live his life all over, he would do ministry differently. Wenn er sein Leben noch einmal leben könnte, würde er seinen Dienst anders gestalten. One of the things that he said was this. Eines der Dinge, die er sagte, war He folgendes. would travel much less and preach the gospel much less and spend much more time just enjoying the presence of the Er Lord. würde viel weniger reisen und viel weniger das Evangelium predigen, aber viel mehr einfach die Gegenwart des Herrn genießen. My friend, I want you to understand something. Meine Freunde, ich möchte, dass ihr etwas versteht. Do not strive to serve the Lord. Just rest and let him serve through you. Strengt euch nicht an, um dem Herrn zu dienen. Bleibt einfach in der Ruhe und lasst ihn durch euch wirken. Nobody does it as good as he himself, which is the Lord. Niemand macht es so gut wie er selbst. But look at this. Schaut euch Folgendes I an. love paradoxes in the Bible. Ich liebe Paradoxe in der Bibel. For me, paradoxes are something so fascinating. Für mich sind sie so etwas Faszinierendes. I think it's kind of a little sad that Christianity at large has rejected philosophy. Ich glaube, es ist irgendwie etwas traurig, dass die Christenheit Philosophie komplett abgelehnt hat. Because we've closed our hearts to discussing the things of life. We've lived life religious and stupid. Wir haben unser Herzen gegenüber Diskussionen über die Dinge des Lebens verschlossen und leben unser Leben einfach religiös. We should have actually debated many questions of life with some of the great philosophers. Wir hätten einfach viele Lebensfragen mit den großen Philosophen diskutieren sollen. We could have come to a great conclusion with a great God having a great life prepared for us. Und hätten eine großartige Schlussfolgerung daraus ziehen können mit einem großen Gott und einem großartigen Leben für You uns. heard my opinion. Nun habt ihr meine Meinung gehört. So here is this paradox. Die Paradoxe sind wie folgt. The whole time from verse 1 to verse 10, Paul is talking about nothing but just rest, 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 rest. Die ganze Zeit von Vers 1 bis Vers 10 spricht Paulus von nichts anderem als Ruhe, Ruhe, Ruhe. O apóstolo Paulo está falando de descanso, 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 descanso. And now he says what I've already said in the beginning. Und jetzt sagt er, was wir schon zu Beginn gesagt haben. Let us be diligent to enter the rest. Lasst uns nun eifrig sein, in die Ruhe einzugehen. Verse 11. Das ist Vers 11. What? So, shall I push or shall I rest? Soll ich also andrücken oder soll ich ruhen? Because the word diligent, it means to strive. It's like to push into it. Das Wort eifrig sein bedeutet nämlich sich anzustrengen, sich mächtig ins Zeug legen, um einzutreten. No, you have to push to get into it. Nein, ihr müsst euch ins Zeug legen, um einzutreten. I will explain this to you. Ich werde es euch erklären. If you have a car that the starter is broken, Wenn ihr ein Auto habt, wo der Starter kaputt ist, so you can do this. könnt ihr Folgendes machen. You can simply push your car. Ihr könnt einfach das Auto schieben. That's a lot of effort and a lot of hard work. Das erfordert viel Mühe und viel harte Arbeit. When it goes downhill, you are fine. Wenn es abwärts geht, dann ist alles gut. Vai estar tudo bem. When it's on the straight, you can push and you can move forward. Wenn es geradeaus geht, könnt ihr schieben und vorankommen. The moment it goes uphill, you are screwed. Ab dem Moment, wo es aufwärts geht, sitzt ihr in der Klemme. No momento em que estiver numa subida, você vai estar ferrado. So the moment the life's difficulties comes, which are part of life, we can't do it anymore. Also ab dem Moment, wo das Leben schwierig wird, was im Leben durchaus vorkommt, schaffen wir es nicht mehr.
That's how religion has taught us to live our life. So hat Religion uns gelernt, das Leben zu leben. So what can you do? Was können wir also tun? You put the car in neutral Ihr nehmt den Gang raus, and you push with all of your diligence and effort. drückt die Kupplung und schiebt so fest ihr könnt. And then you jump into the car, put it in gear and let the clutch go. Dann springt ihr ins Auto, legt den Gang ein und lasst die Kupplung los. And what happens? Was passiert dann? The car starts Das Auto startet. and then you go. Und dann geht's los. That's exactly what the writer is describing here. Das ist genau das, was der Schreiber hier erwähnt. Because we've been so trained by the religious mindset, we have to push ourselves into the rest of God. Weil wir von der religiösen Denkweise so geprägt wurden, müssen wir uns selber in die Ruhe Gottes hineinstoßen. Do you know what I call this? Wisst ihr, wie ich das nenne? Convincing your heart. Überzeugung eurer Herzen. It's hard work to convince your heart to come into the rest of God. Es ist harte Arbeit, eure Herzen zu überzeugen, in die Ruhe Gottes But it's einzukommen. worth it. Aber es ist es absolut wert. Once you've convinced your heart that there is truly a rest of God and you have entered it, it was so worth pushing so hard. Wenn ihr einmal eure Herzen überzeugt habt, dass es eine wahre Ruhe Gottes gibt und ihr eingetreten seid, war es sowas von wert, euch mächtig ins Zeug gelegt zu haben. Do you know how many people have said to me, Wisst ihr, wie viele Leute zu mir gesagt haben? Reinhard, it's too much hard work to convince my heart. Reinhard, es ist so viel harte Arbeit, mein Herz zu And I überzeugen. say to them, Und ich sagte zu ihnen, I know I was raised very religious too. ich weiß, ich wurde auch sehr religiös erzogen. You see, that's the context of the letter to the Hebrews. Seht ihr, das ist der Kontext zum Hebräerbrief. This mixture of the old and new covenant, this mixture of religion and law and grace. Diese Mischung aus altem und neuem Bund, diese Mischung aus Religion, Gesetz und Gnade. I had to push hard to enter the rest. Ich weiß, ich muss mich sehr anstrengen, um in die Ruhe einzutreten. And people say to me, Reinhard, it's too much hard work to convince my heart. Und die Leute sagen zu mir, Reinhard, es ist zu viel Arbeit, mein Herz zu überzeugen. Here's what I tell them. Ich sage ihnen Folgendes. I'm very glad I pushed hard for, I don't know, maybe a year. Ich bin sehr froh, dass ich ungefähr ein Jahr sehr hart daran gearbeitet In habe my life I can live in the rest. und dafür den Rest meines Lebens jetzt in Ruhe leben I've kann. been pushing your car uphill for the last 20 years and you complain about pushing it hard for another year. Ihr habt euer Auto während der letzten 20 Jahre bergauf geschoben und jetzt beschwert ihr euch, über noch ein Jahr hart rangehen zu müssen? You think it's hard to push into the rest? It's much harder to keep living the way you do. Glaubt ihr, es ist schwierig, in die Ruhe hineinzukommen? Es ist viel schwieriger, so weiterzuleben, wie ihr lebt. Press into the rest. Strengt euch an, in die Ruhe hineinzukommen. Convince your heart that this is what God has prepared for you. Überzeugt euer Herz, dass es das ist, was Gott für euch vorbereitet hat. See you tomorrow. Bis morgen.